Nachdem mein Empire Earth Video überraschend vielen Leuten angezeigt wurde und denen auch noch gefiel, war es wenig erstaunlich, dass meine kleine Umfrage ergab, dass ich doch bitte den zweiten Teil als nächstes besprechen soll. Gut, ich habe Age of Mythology dazwischen geschoben, doch nun sind wir beim zweiten Teil der Empire Earth Trilogie angekommen. Und ich kann euch sagen, dass ich fast verzweifelt bin, weil ich meine CD-ROM auf Teufel komm raus nicht finden konnte. Das hat mich dazu gezwungen, die GOG-Version zu kaufen und einen Deutsch-Patch zu installieren, damit ich euch dieses Video hier präsentieren kann. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. In meinen Erinnerungen hatte Empire Earth 2 im Vergleich zum ersten Teil immer einen schweren Stand, weil ich den Vorgänger geliebt und rauf und runter gespielt habe. Dadurch hatte ich immer, wenn ich daran denken musste, irgendwie im Kopf, dass Empire Earth 2 Kacke war. Von diesem Vorurteil habe ich mich versucht loszusagen, um zu gucken, wie das Spiel nach all den Jahren auf mich wirkt. Denn es gibt definitiv einige coole Ideen, die ich sehr mag, aber ich habe auch wieder Dinge gefunden, die mich damals schon etwas gestört haben. Empire Earth 2 kam 2005 heraus und war sogar mehr oder weniger der dritte Teil der Reihe, da die Stainless Steel Studios zwischendurch mit Empires: Dawn of the Modern World ein sehr ähnliches Spiel veröffentlicht haben. Das werde ich mir wohl auch nochmal angucken müssen, denn das habe ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist bestimmt 10 Jahre her, dass ich Empire Earth 2 zuletzt gespielt habe, aber im Menü wurde sofort etwas bei mir getriggert. Ich bin in die Soundoption gegangen und habe etwas an den Reglern gespielt und da sah ich wieder die Buttons für die verschiedenen Soundbeispiele. Diese habe ich früher kombiniert. Ich habe auf den Mörser gedrückt, vor meinem geistigen Auge das Geschoss in die Luft fliegen sehen und dann beim ausgedachten Aufprall die Explosion gedrückt. Was ein Blödsinn, aber das habe ich damals häufiger gemacht, als ich zugeben möchte. Und auch jetzt war das der Fall. Empire Earth 2 ist dadurch doch besser als der erste Teil. 10 von 10. Na gut. Im eigentlichen Spiel setzte sich diese Vertrautheit bei den Tönen und Sprüchen fort. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr habt eine Ewigkeit nicht mehr an etwas gedacht, dann taucht es wieder auf und euch überkommt so ein wohliges Gefühl und ihr denkt euch, Alter geil, das kenne ich doch. So ging es mir jedenfalls. Ich folge überall hin. In Bereitschaft. In Bereitschaft. Ich war gleich da. In Bereitschaft. Euer Wolf ist mein Befehl. Braucht jemand meinen Rat? Was definitiv jeder wiedererkennen dürfte, ist der Spielablauf, denn der ist genau wie beim Vorgänger. Man begleitet seine Zivilisation, die man sich hier nicht in einem Baukasten zusammenbastelt, sondern aus einem Pool an Zivilisationen mit bestimmten Boni auswählt, von den frühen Anfängen der Menschheit bis in die ferne Zukunft. Während man so durch die 15 Epochen schreitet, verändern sich aber die Ressourcen, die man zu sammeln hat. Neben Nahrung, Stein, Holz und Gold muss man Zinn von Epoche 1 bis 6, Eisen von 4 bis 9, Salpeter von 7 bis 12, Öl von 10 bis 15 und Uran von 13 bis 15 sammeln. So muss man seine Jungs und Mädels immer ein wenig umsiedeln, damit man diese speziellen Ressourcen sammeln kann und kann sich dadurch nicht vollends einigeln. Expansion erwünscht. Einem weiteren Aspekt, der das unterstützt, stehe ich etwas hin und her gerissen gegenüber, weil er auf der einen Seite ein guter Ansatz ist mit einigen coolen Ideen, mir auf der anderen Seite aber auch etwas die spielerische Freiheit genommen wird. Die Rede ist von der Unterteilung der Karte in verschiedene Territorien. Dafür haben sich die Entwickler scheinbar ein wenig von Rise of Nations inspirieren lassen, welches das 2003 ähnlich machte. Jeder startet mit einem eigenen Territorium und der Rest der Karte, sofern es kein Wasser ist in weitere neutrale Gebiete aufgeteilt. Um ein neutrales Gebiet in sein Reich einzugliedern, muss man ein Dorfzentrum darin errichten. In den eigenen Territorien kann man ganz normal seine Gebäude bauen, also die, die nicht von einem Baulimit belegt sind. Dorfzentren, Universitäten und Tempel können pro Territorium nur einmal errichtet werden. Lagerhäuser, Kasernen, andere Ausbildungsgebäude und Mauern sind davon ausgenommen. Als jemand, der in Empire Earth 1 seine Inseln immer mit Türmen und Luftabwehr zugeballert hat, war ich sehr traurig, dass eben jene Verteidigungsgebäude auch ein solches Limit besitzen. Auf einer Insel mit 2 Territorien dürfen so 10 bis 12 Türme platziert werden. Das ist etwas wenig, wenn man eine ganze Küstenlinie passabel schützen möchte. Doch
das ist eigentlich der einzige Punkt, der mich daran stört. Eben weil ich nicht so frei bauen darf, wie ich es aus Empire Earth 1 oder anderen Strategiespielen gewohnt bin. Die guten Einfälle an diesem System sind dennoch in der Überzahl. So kann ich in einem Sektor eine gewisse Anzahl Häuser bauen, die nicht nur mein Bevölkerungslimit anheben, sondern auch die Kampfkraft meiner Soldaten und die Menge der abgelieferten Rohstoffe steigern. Sprich, ich baue die Häuser und dann sind meine Leute in dem Territorium effektiver. Auch das Bevölkern aus dem ersten Teil hat es mehr oder weniger hierhin geschafft. In die Dorfzentren und Lagerhäuser kann ich meine Bürger einsperren und so die Menge an Ressourcen, die dort abgeladen werden können, um einen gewissen Prozentsatz steigern. Ich kann also überlegen, ob ich meine neuen Bürger eher zum Sammeln auf die Rohstoffe loslasse oder sie einquartiere, um so die Produktivität aller anderen zu verbessern. In feindlichen Territorien kann man zwar auch seine Gebäude errichten, doch das dauert deutlich länger. Wo wir gerade beim Bauen sind. Was mir etwas negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass Gebäude teilweise sehr stur sind, wenn es darum geht, sie zu platzieren. Teilweise werden irgendwelche Hindernisse erkannt, die ich partout nicht erkennen kann. Möglich, dass ein Gebäude, das von seinem Standpunkt an der Maus hängend anders sieht. Jedenfalls ist das ab und zu etwas fummelig. Was ist? Komm, frag nicht so blöd. In diesem Teil hält eine Art Forschungsbaum Einzug. Mit den Technologiepunkten, die man durch in Universitäten einquartierte Bürger und Priester in Tempeln erhält, kann man in den Bereichen Militär, Wirtschaft und Imperial je 4 Weiterentwicklungen erforschen. Das bringt dann eine bessere Sammelrate von Rohstoffen, Verbesserungen für Einheiten oder andere Sachen mit sich. Hier sieht man auch, dass die neuen Systeme ganz gut ineinander greifen. Da es das Baulimit für Tempel und Universitäten gibt, ist man wohl oder übel gezwungen, weitere Territorien zu besiedeln, um zum einen selbst schneller Forschungspunkte zu generieren und zum anderen im gleichen Zuge den Gegner daran zu hindern. Wenn man in einem der Bereiche alle 4 Forschungen abgeschlossen hat und das zusätzlich noch vor den Mitspielern geschafft hat, erhält man eine Krone in dem jeweiligen Bereich. Forschungen sind zwar nicht der einzige Aspekt, der den Fortschritt in einer Krone vorantreibt, aber schon der wichtigste. Wenn man also eine dieser Kronen erringt, kann man sich zwischen diversen temporären Boosts entscheiden. Sollte ich zum Beispiel die imperiale Krone gewinnen, schmeiße ich gerne die Denkfabriken an, um so in der Zeit, in der ich die Krone halte, schneller Forschungspunkte zu sammeln, damit ich dadurch noch effektiver die Forschung aus den anderen Bereichen durchdrücken kann. Ich könnte beispielsweise auch Missionare für schnellere Bekehrungen, Piraterie, um Ressourcen von versenkten Schiffen zu erhalten, oder Drillen für schnellere Fußsoldaten als Bonus auswählen. Die sind halt nicht so sexy wie die Denkfabriken. Das ist eine coole Idee, damit man sich überlegt, ob man nicht lieber alle Forschung aus einer Kategorie zuerst erforscht, auch wenn man die eigentlich gar nicht alle so dringend benötigt und eigentlich eine Forschung aus der anderen Kategorie attraktiver findet, nur um am Ende dem Gegner einen Schritt voraus zu sein und die Krone abzustauben. Ich habe mich allerdings dabei erwischt, dass ich bei den Kronen eigentlich immer nur die gleichen Boni ausgewählt habe. Im Forschungswettlauf mit der KI war die imperiale Krone mit den Denkfabriken immer Priorität Nummer 1. Einen anderen Bonus dieser Krone habe ich bis zur letzten Epoche so gut wie nie genutzt. Doch nicht nur die Boni bekommt man, wenn man eine Krone ergattert. Sollte die Krone in den eigenen Besitz übergehen, erscheint an einem Dorfzentrum ein fast lächerlich großer Führer. Aber sicher. Für jeden der 3 Bereiche gibt es einen. Wenn man es also gut anstellt, hat man später 3 dieser großen Männchen und kann sie im Kampf einsetzen, wo sie sich ganz gut und den Gegnern gern auf den Kopf schlagen. Naja, wen wundert's, sie sind ja auch 3-mal so groß wie die anderen. Zudem haben sie jeweils spezielle Fähigkeiten, die sich mit den Epochen auch ändern. Der imperiale Anführer kann zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Gebäude sofort fertig gebaut wird. Eine ebenfalls ganz nette Idee ist das Wetter. Also in der Theorie, denn im Laufe eines Spiels wechselt immer mal wieder die Witterung. Bei schlechtem Wetter können Einheiten nicht mehr so schnell laufen und haben eine geringere Sichtweite. Artillerie kann möglicherweise sogar gar nicht angreifen. Hat man Türme gebaut, kann man das Wetter vorhersagen und so seine Angriffe etwas klüger planen. In der Theorie eine coole Idee, aber ich kann im verkackten Schneesturm noch weniger sehen als meine Einheiten und in der Zeit ist das Manövrieren der Leute fast unmöglich. Das ist auch keine Herausforderung für mich, sondern geht mir auf den ominösen Sack. Zum Glück kann man den Wetterwechsel auch abstellen, wenn man mag, oder zumindest die Grafikqualität eben jener Effekte reduzieren, um etwas erkennen zu können. Mit den KI-Mitspielern ist man zu Beginn einer Partie nicht direkt im Krieg, sondern hat die Möglichkeit, Bündnisse und andere Abkommen zu schließen. Das ist ganz cool, weil sich so im Lauf der Partie die Fronten auch mal verschieben können
und man plötzlich mit dem langjährigen Verbündeten bricht, um eine neue Koalition gegen ihn zu formen. Leider kann man seine Einheiten nicht mehr so verbessern wie im ersten Teil. Dafür kann man sie zu Veteranen und danach zu Elite-Einheiten machen, damit sie bessere Statuswerte haben. Allerdings finde ich es wiederum doof, dass sobald ich eine Epoche aufgestiegen bin und meine Einheiten sich automatisch vom Bogenschützen zum Armbrustschützen weiterentwickelt haben, deren Veteranen- bzw. Elite-Status wieder von mir erforscht werden muss. Das mag vielleicht sinnvoll sein, wenn man sich länger in einem Zeitalter aufhält, aber für mich, der immer versucht, so schnell wie möglich weiterzukommen, um einen kleinen Vorteil gegenüber den Feinden zu haben, war dieses Aufwerten eher nutzlos. Ein kleiner Einschub noch zum Aufstieg in die nächste Epoche. Dieser wird möglich, wenn man 6 der 12 Forschungen des jeweiligen Zeitalters abgeschlossen hat. Steigt man auf, können die nicht erforschten Forschungen nicht mehr nachgeholt werden. So hat man die Wahl, entweder schnell ins nächste Zeitalter, um kurzfristig die moderneren Truppen zu haben, oder alle Forschungen mitnehmen, um das Maximum aus allen Bereichen zu holen. Ich bin ein Freund vom Letzteren, nur lasse ich eben die Veteranenverbesserung bei meinen Soldaten weg. Zu den Territorien, die ich ja schon erwähnt habe und die man durch eigene Gebäude für sich beanspruchen muss, gesellt sich auch die ganz nette Spielmechanik, dass man feindliche Gebäude nicht nur dem Erdboden gleich machen, sondern diese auch mit seinen Soldaten einnehmen kann. Das dauert eine Weile und kann, weil die eigenen Einheiten in der Zeit selbst nicht kämpfen und so zur leichten Zielscheibe werden, recht verlustreich sein. Doch ist das Einnehmen erfolgreich, wechselt das Gebäude den Besitzer und muss nicht erst neu errichtet werden. Da ich hier gar nicht mehr aufhöre, immer weitere Funktionen und Ideen des Spiels aufzuzählen, merkt man schon, dass hier wirklich viel Neues ins Spiel gebracht wurde. Meiner Meinung nach sogar etwas zu viel. Es gibt einen Kriegskoordinationsmodus, mit dem man irgendwelche Angriffspläne zeichnen kann. Vielleicht sinnvoll, wenn man im Multiplayer unterwegs ist, aber ich konnte jetzt nicht erkennen, ob meine verbündete KI ihre Angriffe nur wegen meines ausgeklügelten Plans durchgeführt oder einfach random angegriffen hat. Hätte man also weglassen können. Ebenso die Bürgerverteilung, die mir viel zu verwirrend aussieht. Weg damit und stattdessen die Info, wie viele Bürger welchen Rohstoff sammeln, direkt im UI anzeigen. Das UI finde ich etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man aus dem sehr spartanischen Vorgänger kommt. Überall gibt es Funktionen, Fähigkeiten und andere Dinge, die die Einheiten oder Gebäude tun können. Im Zusammenspiel mit den Texteinblendungen und Kronen am oberen Bildschirmrand fühle ich mich fast etwas eingeengt, weil ich nur auf der Hälfte des Bildschirms überhaupt etwas sehen kann. Positiv möchte ich aber die sogenannte Bild-in-Bild-Funktion hervorheben, bei der man sich bestimmte Orte auf der Karte quasi im Livestream unten rechts anzeigen lassen kann, um sie jederzeit mit einem Auge im Blick haben zu können. Auch sehr gut finde ich, dass eigentlich alles mit einem Tooltip erklärt wird. Das hat mir im Vorgänger oft gefehlt, weil Gebäude, Einheiten oder Funktionen einfach nicht genauer erläutert wurden. Letztendlich finde ich aber, dass man 1/3 der neuen Funktionen besser eingestampft hätte, um den restlichen Teil richtig geil zu machen und so das Spiel auch nicht zu überladen. Zudem hätte man an den guten Dingen des Vorgängers noch mehr schrauben können. Den Zivilisationsbaukasten fand ich da großartig und hätte mir gewünscht, dass dieser in noch besser wieder da ist, statt die vorgefertigten Zivilisationen zu wählen. Etwas weniger wäre hier möglicherweise mehr gewesen. Ein kurzer Abstecher zur Kampagne, die ich, ähnlich wie bei Empire Earth 1, nicht gespielt habe. Wie ich an den Kommentaren gemerkt habe, war das wohl ein Fehler und ich werde die bei Zeiten mal nachholen. Jetzt könnt ihr mir zu den Kampagnen des zweiten Teils auch eine Rückmeldung geben. Taugen die etwas? Und wenn ja, welche Dinge fandet ihr da am coolsten? Bei den sogenannten Wendepunkt-Missionen habe ich kurz mal reingeschaut und muss zumindest anerkennen, dass es eine aus heutiger Sicht bemerkenswerte Idee ist, dass man die Landung in der Normandie nicht nur auf Seiten der Alliierten spielen kann, sondern sogar mit den Deutschen die Möglichkeit hat, die Landungszone zu verteidigen. Dass das kein Zuckerschlecken ist, ist klar. Ich glaube nicht, dass viele Spiele diese Perspektive auf so einen wichtigen Moment der Geschichte erlauben würden, wobei es, wenn man drüber nachdenkt, etwas fragwürdig ist, wenn man Nazi-Deutschland zum Sieg verhilft. Dessen sollte man sich bewusst sein. Nichtsdestotrotz fand ich es mal erfrischend, auch die deutsche Seite spielen zu können. Beim Wiederspielen habe ich gemerkt, wie viele interessante Ideen Empire Earth 2 so hatte. Doch wie gesagt, wären weniger mehr gewesen. Allerdings hat das, der dritte Teil, dann komplett in die falsche Richtung übertrieben. Wenn ich schlussendlich vor der Wahl zwischen Empire Earth 1 und Empire Earth 2 stehe, würde ich in 9 von 10 Fällen immer zum ersten Teil greifen und für den letzten Fall müsste ich schon sehr in der Stimmung sein. Das liegt nicht so sehr daran, dass der zweite Teil schlecht ist,
Seine Stärken und guten Ideen habe ich ja deutlich hervorgehoben. Es liegt eher daran, dass der erste Teil schon so viel richtig gemacht hat und mir in seiner simplen Art mehr Spaß macht. Das könnt ihr anders sehen und dann freut es mich wirklich sehr für euch, denn alles ist besser als Empire Earth 3. Aber das kommt auch noch dran. So unterwegs. Befehle bestätigt. Erfasse Ziel.